Lieferketten sind in den letzten Jahrzehnten verstärkt global aufgestellt worden, mit einem bestimmten Fokus auf Effizienz, und auf effizient kosteneinsparende Prozesse. Nun hat die Pandemie das Gleichgewicht, in diese Lieferketten gestört, und zwar als auch nachfrageseitig und, das mit langfristigen Auswirkungen, gerade weil die Lieferketten so effizient, und kosteneinsparend aufgebaut wurden. Das hat nun zur Folge, dass es zu einer eingeschränkten, Teileverfügbarkeit kommt und, das Hochfahren der Produktion nochmals erschwert wird. Viele Hersteller haben zwischenzeitlich ihre Produktion heruntergefahren, wodurch sich die Liefersituation anspannt. Dies liegt vor allem an den langen Bestellvorlaufzeiten, die gut und gerne 3 Monate betragen können auf einer globalen Ebene. Dadurch kommt es, ähnlich wie zu Beginn der Pandemie bei medizinischen Produkten, in vielen anderen Industriezweigen nun zu Materialengpässen. Hinzu kommt, dass die Nachfragesituation unklar ist und die eigene Produktion von Instabilität geprägt ist. Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass man selbst die Mitarbeiterverfügbarkeit nicht gut einschätzen kann. Beim Hochfahren ist vor allen Dingen darauf zu achten, dass ein transparenter Ansatz vorliegt und ein kollaborativer, synchroner Wiederanlauf der Lieferkette angestrebt wird. Beim Hochfahren nach disruptiven Ereignissen sind verschiedene Szenarien zu beachten. Dabei gilt es, Engpässe zu identifizieren und entsprechende Strategien zur Gegensteuerung abzuleiten. Das Fast Ramp-Up-Projekt gibt eine Übersicht zu den möglichen Szenarien, die während und nach einem disruptiven Ereignis zu beachten sind. Diese sind dann zu prüfen und entsprechend auch zu bewerten, wofür sich dann unter anderem eine Simulation sehr gut eignet. Damit kann man verschiedene Szenarien prüfen und deren Auswirkungen entsprechend evaluieren. Anhand der Simulation wird Transparenz geschaffen, es werden Engpässe identifiziert und es erlaubt somit ein synchrones Hochlaufen der Lieferketten. Für eine Simulation ist das Wissen über die Struktur der Lieferkette notwendig, beziehungsweise benötigt es die Standorte der einzelnen Lieferanten. Zudem braucht es die zugrunde liegenden Produkte und Materialbedarfe. Und als Drittes sind aktuelle Bedarfs- und Bestandsdaten aus den Szenarien abzuleiten. Anhand dieser Informationen kann die Simulation dazu eingesetzt werden, die richtigen Startzeitpunkte für die Lieferungen in Abhängigkeit der Vorlaufzeiten und der Kapazitäten zu bestimmen. Ja, dadurch werden Abläufe synchronisiert und tragen zu einem resilienten Aufbau der Lieferkette bei. In unserem White Paper Fast Ramp Up stellen wir beispielhaft prototypische Szenarien dar und zeigen den Nutzen einer Bewertung bei unterschiedlichen Anlaufstrategien auf. Es gibt verschiedene Schlüsselfaktoren zur Bewältigung der Situation. Als Grundlage gilt es, Transparenz aufzubauen und Informationen aktuell zu halten. Ein wichtiger Faktor dabei ist die Kollaboration, sowohl innerhalb des Unternehmens als auch unternehmensübergreifend. Simulation bietet in diesen Situationen eine wertvolle Entscheidungshilfe. Dadurch können dann entsprechend die Effekte einer Pandemie anhand unterschiedlicher Szenarien evaluiert werden. Und darauf aufbauend gibt es die Möglichkeit, Handlungsempfehlungen zur Änderung der Abläufe in der Produktion und der Lieferkette, ja, mitzugeben.